In diesem ersten Teil des Videos zeige ich euch die Anfertigung einer Rossfräser Nagelkorrekturspange. Wir beginnen auch direkt mit den Materialien, die du für die Anfertigung benötigst. Du brauchst eine Eckenzange, eine Tamponade und passend dazu auch einen Eckenheber, eine Abdruckmasse, um einen Abdruck vom Nagel zu nehmen, einen Anmischblock zum Anrühren der Masse, Kunststoff zum Herstellen eines künstlichen Nagels, Lappenglas und Spatel zum Anmischen des Kunstnagelmaterials, einen Federdraht für die Nagelspange, zum Formen der Spange eine Rundzange, Festhaltezange und eine Flachzange, ein Seitenschneider zum Kürzen des Drahtes, Hammer und einen Amboss, um den Draht etwas flacher zu klopfen, eine Feile zum Entgraten der Häkchen, eine Pinzette zum Aufsetzen der Nagelspange, einen Nagelcleaner und ein UV-Gel und passend dazu noch eine UV-Lampe. Wir beginnen jetzt mit der Anfertigung der Rossfräserspange. Beide Nagelfalze müssen frei zugänglich sein. Störende Ecken, wie hier zum Beispiel medial, müssen vorher mit der Eckenzange entfernt werden. Auf beide Seiten des Nagelfalzes, also sowohl medial als auch lateral, wird nun ein etwas dickeres Stück einer Tamponade eingeschoben. Es ist wichtig, dass der Nagelfalz wirklich gut und dick austamponiert wird, damit später auch die Abdruckmasse in den Nagelfalz fließen kann und wir später einen korrekten Abdruck vom Zehennagel formen können. Tamponiert wird hierfür immer auf beiden Seiten des Nagels. Auf der medialen Seite kann ich hier leider nicht so tief tamponieren. Man hat ja vorher gesehen, es ist einfach ein bisschen enger. Es war vorher auch noch eine Ecke vorhanden. Also bitte auch immer nur so weit tamponieren, wie es auch noch angenehm für den Patient ist. Ich mische mir jetzt die Abformmasse an. Hierzu nehme ich Citran als Grundmasse und einen passenden Härter. Diese beiden vermenge ich auf dem Anmischblock. Ein Anmischblock ist sehr gut und auch wichtig, weil ich hier sehen kann, wie lang der Strang ist und beide Stränge müssen gleich lang sein. Mit dem Spatel vermische ich jetzt die beiden Komponenten. Hier solltest du recht zügig vorangehen, weil die Masse relativ schnell andickt. Und andicken sollte sie natürlich erst, wenn wir sie auf den Zeh aufgetragen haben. Also bitte zügig mischen, so lange bis wir eine gleichmäßige Konsistenz erhalten haben und auch eine gleichmäßige Farbe, also bis man nicht mehr diese beiden einzelnen Farben in der Masse sehen kann. Anschließend wird die Tamponade aus dem Nagelfalz entfernt und die Masse wird direkt aufgetragen. Das macht man mit dem Spatel und man verteilt die Masse gleichmäßig und schaut, dass sie auch schön in die Nagelfalze reinläuft. Auch hier sollte man sich, wie beim Anmischen selbst vorher auch, nicht so viel Zeit lassen. Ich habe ja vorher gesagt, die Masse dickt recht schnell an, also bitte zügig arbeiten, dass der Nagel komplett bedeckt ist und auch ein Stück von der Zehenkuppe bedeckt ist, damit wir nachher auch einen korrekten Abdruck vom Zehennagel haben. Nach ein paar Minuten, ich würde sagen maximal 5 Minuten, können wir die Abformmasse dann auch ablösen und wie man hier sehr gut sehen kann, haben wir jetzt einen Abdruck vom Zehennagel. Jetzt formen wir den Kunstnagel. Ich nehme hierzu Unguisan. Man kann aber auch einen anderen Hersteller benutzen. Wichtig ist einfach, dass es ein 2-Komponenten-Material ist. Einmal ein Pulver und einmal eine Flüssigkeit. Die werden dann vermischt, auch je nach Anleitung vom Hersteller. Und aus der Flüssigkeit formen wir dann nachher den Kunstnagel. Hier habe ich jetzt 2 Löffel vom Pulver und 40 Tropfen des Härters benutzt. Auch das wird jetzt wieder zügig vermischt, so lange bis wir eine honigartige Konsistenz haben. Mit dem Spatel gebe ich die Masse jetzt in den Abdruck und
Bewege den Abdruck dann gleichzeitig hin und her. Also ich schaue, dass die Masse überall in den Abdruck reinläuft. Ganz wichtig sind die Nagelränder. Also hier ist es sehr wichtig, dass die Nagelränder gut ausgearbeitet sind, denn hier werden ja nachher auch die Häkchen gesetzt von der Spange und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Nagelränder jetzt hier mit dem Kunstnagel gut hinbekommen. Also bitte immer schön den Abdruck etwas hin und her drehen. Man sieht es hier nach rechts und links, damit die Masse auch wirklich überall hinfließt. Der Kunstnagel sollte aber auch nicht zu dick geformt werden. Er sollte nachher in etwa der Dicke vom Naturnagel entsprechen. Den Abdruck mit der Kunstnagelmasse anschließend bitte zur Seite legen und ein paar Minuten trocknen lassen. Während der Kunstnagel trocknet, beginnen wir schon mal mit dem Formen der Spange. Ich nehme ein Stück vom Federdraht und kürze es dementsprechend. Wie man sieht, brauche ich gar nicht viel, ein paar Zentimeter reichen. Und ich nehme dann die Rundzange. Die Zange setze ich in der Mitte des Drahtes an und der Draht wird jetzt um die untere Rundung der Zange gebogen. Also wir sehen ja, die Zangenspitzen sind abgerundet, also die haben Rundungen und um die untere Zangenspitze wird jetzt der Draht gebogen. Wie man sehen kann, die rechte Seite vom Draht wird nach links gebogen, die linke Seite einmal nach rechts. Dann nehmen wir die Rundzange raus und jetzt haben wir praktisch erstmal einen kleinen Kreis. Wir setzen die Rundzange wieder an, aber diesmal so, dass die obere Zangenspitze jetzt in diesem Kreis ist. Wir machen jetzt eigentlich nochmal dasselbe wie gerade eben. Wir biegen beide Drahtseiten um die untere Zangenspitze, also die rechte Drahtseite kommt nach links und die linke Drahtseite kommt nach rechts, so dass praktisch jetzt beide Zangenspitzen, wie man jetzt gleich sehen kann, einmal von dem Draht umwickelt sind. Wenn wir die Rundzange jetzt dann auch rausnehmen, dann sehen wir, dass der Draht jetzt wie eine 8 geformt ist. Jetzt benötigen wir die Festhaltezange, die wir an einer Seite des Drahtes ansetzen und eine Flachzange und dann ziehen wir den Draht bzw. diese 8 auseinander. Und somit haben wir schon das Omega unserer Spange gebogen. In der Zwischenzeit ist jetzt auch der Kunstnagel ausgehärtet. Ich drücke ihn aus dem Abdruck raus, nur ganz leicht, damit er nicht bricht. Und hier sieht man, dass der Kunstnagel sehr gut geformt ist. Ich habe hier wirklich auch die Rundung vom Naturnagel. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die höchste Stelle vom Nagel herausfinden. Also das ist jetzt hier die rechte obere Seite. Das ist auch die Seite, wo nachher das Omega hinkommt. Hier setze ich mir jetzt auch eine kleine Markierung mit einem Edding. Wir machen jetzt auch direkt weiter mit dem Anfertigen bzw. dem Biegen der Spange. Zum Biegen nehme ich die Rundzange, die Festhaltezange und die Flachzange. Es macht aber jeder unterschiedlich. Ich biege auch sehr, sehr viel mit den Fingern, wie ihr gleich sehen könnt. Zuerst setze ich die Flachzange an und drücke das Omega erstmal ein bisschen flach und mache die erste Biegung mit dem Finger, indem ich einfach den Draht um meinen Zeigefinger immer wieder biege. Der Draht muss nachher so geformt sein, dass er um den Kunstnagel herum passt. Also dass er wirklich sehr, sehr gut an den Kunstnagel geformt ist. Ich mache es wie gesagt sehr gerne mit dem Finger, aber andere nehmen fast überwiegend die Rundzange. Deswegen zeige ich euch einfach, was es für Möglichkeiten gibt. Das entscheidet dann später jeder selbst, wie es für ihn am besten ist. Zwischendurch setze ich die Spange dann immer wieder an den Kunstnagel und schaue, ob ich mit meiner Biegung richtig liege, wo ich weiter runterbiegen muss, wo die Rundung vielleicht stärker sein muss. Also zwischendurch, wie gesagt, einfach immer wieder ansetzen und dann wieder weiter anpassen. Bitte auch immer schauen, dass die Drahtschenkel gleichmäßig in einer Höhe sind. Hier sind sie ein bisschen verbogen, ein Drahtschenkel ist höher als der andere, deswegen biege ich sie jetzt ein bisschen zurecht. Man kann jetzt sehen, dass ein Schenkel, und zwar der rechte Schenkel, schon sehr gut aufliegt auf dem Kunstnagel. Das gleiche müssen wir jetzt natürlich noch mit dem linken Schenkel hinbekommen. Also heißt es jetzt auch hier wieder links ein bisschen nachbiegen. Es heißt jetzt also biegen, biegen und immer wieder zwischendurch auf den Kunstnagel aufsetzen, kontrollieren.
Okay, die linke Seite ist jetzt schon besser, aber liegt immer noch nicht an, also muss ich immer noch etwas weiter biegen. Noch ein kleiner Tipp, du hast es sicher schon gesehen, auf dem Kunstnagel habe ich einen kleinen Pfeil aufgezeichnet. Dieser Pfeil zeigt nach proximal, also zum Körper hin. Das ist auch die Seite, zu der das Omega liegt. Das zeichne ich immer recht gerne ein, damit ich den Nagel nachher nicht versehentlich verdrehe und ich dann nicht mehr weiß, zu welcher Seite das Omega zeigen muss. Zwischendurch nehme ich jetzt auch mal die Rundzange. Wie du jetzt also sehen kannst, habe ich eigentlich alle Zangen einmal benutzt, zusätzlich auch zu meinen Fingern. Also ich habe da keinen so bestimmten Ablauf. Ich schaue einfach immer, wie ich die Biegung am besten hinbekomme und entscheide dann spontan, ob ich das jetzt mit der Zange oder eben mit den Fingern mache. Und das sieht jetzt auch schon viel besser aus. Links war es nur noch ein kleines Stück, das runtergebogen werden muss. Also heißt es noch ein kleines bisschen weiter biegen. Das sieht jetzt, wie ich finde, schon sehr gut aus. Also hier sieht man jetzt, der Draht liegt gut an und genau so sollte es auch sein. Jetzt muss ich hier an den Seiten, die ich jetzt hier zeige, rechts und links, den Draht etwas flacher klopfen. Das mache ich mit einem Hammer und einem Amboss. Das Klopfen ist sehr wichtig, damit der Draht etwas flacher ist und im Nagelfalz nachher nicht stört. Jetzt müssen wir noch die Spangenhäkchen biegen. Die setzen wir natürlich so an, dass sie genau mit dem seitlichen Nagelrand enden. Ich zeichne mir die Stelle, an der die Häkchen jetzt gebogen werden müssen, auch wieder mit einem Edding ein. Ich benutze für die Häkchen wieder die Rundzange, setze sie genau an der Stelle an der die Häkchen enden müssen und biege den Draht jetzt um die Zangenspitze unten herum, also einmal um die Rundung. Wenn ich diese Rundung nun gebogen habe, dann kürze ich den Draht jetzt wieder mit dem Seitenschneider. Anschließend nehme ich nochmal die Rundzange und biege das Häkchen nochmal ein kleines bisschen enger. Und genau dasselbe mache ich jetzt natürlich auch auf der anderen Seite, damit wir am Schluss auf beiden Seiten ein Häkchen haben. So sehen die Häkchen jetzt aus. Ich passe sie aber gleich nochmal an, drücke sie ein bisschen enger zusammen und kürze sie noch. Hierzu nehme ich die Flachzange. Mit dieser drücke ich die Häkchen jetzt etwas zusammen. Sie sollten nämlich nicht zu groß sein, damit die Häkchen nicht zu locker auf dem Nagel liegen. Und ich kürze sie auch noch mit dem Seitenschneider, damit sie nicht zu groß sind. Es reicht von der Größe her, dass sie den Nagel einfach gut umschließen. Hier sieht man jetzt ganz gut den Unterschied. Rechts das von uns angepasste Häkchen und links das Häkchen, das wir vorher gebogen haben. Man sieht, rechts ist es einfach viel, viel kleiner und enger und dasselbe machen wir jetzt auch mit dem linken Häkchen. Und so sieht die Spange zum Schluss nun mit den fertig gebogenen Häkchen aus. Diese sind jetzt allerdings noch etwas scharfkantig und spitz und deswegen müssen wir sie jetzt noch mit einer Feile ein bisschen entgraten. Das Entgraten ist sehr wichtig, damit nachher im Nagelfalz keine Verletzung dadurch entstehen kann. Und das ist nun unsere fertig gebogene Rossfräser Nagelspange auf dem Kunstnagel.
Die Rossfräserspange arbeitet mit einer Federwirkung und damit wir diese Federwirkung jetzt aktivieren können, müssen wir die Schenkel ein wenig nach oben biegen. Die Schenkel werden auf beiden Seiten so weit hochgebogen, dass sie in etwa eine Hakenbreite Abstand zur Form des Naturnagels haben. Das Biegen selbst mache ich ganz gerne mit den Fingern. Zur Kontrolle nehme ich jetzt nochmal den Kunstnagel und wie man sehen kann, liegt die Spange jetzt wirklich beidseitig, circa eine Hakenbreite über dem Kunstnagel. Das war es dann jetzt auch mit dem ersten Teil der Rossfräser Nagelspange. Wir haben jetzt heute den Nagel vorbereitet, dann einen Abdruck genommen und auch die Spange schon vorbereitet bzw. angefertigt, so dass sie beim nächsten Mal schon auf den Zehennagel vom Patient aufgesetzt werden kann. Alle Instrumente und Produkte, die du zur Herstellung der Rossfräserspange benötigst, verlinke ich dir unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung, also schau da doch einfach mal rein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und lass mir auch ein Abo da. Und bei Fragen stell sie mir einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann bei Teil 2 vom Video. Bis dann. Tschüss.